Hallo und guten Morgen aus Ojave, wo wir gestern Abend den Vulkan fast bis zur Spitze befahren haben. Da haben wir nämlich die Nacht verbracht. Vorgestern sind wir in Uyuni gestartet, aber nur bis San Cristobal gekommen, haben dort im Salzhotel übernachtet und sind tags drauf nach Ojave über die Grenze nach Chile gefahren. Und heute haben wir vor, bis nach San Petra de Atacama zu fahren, über Calama. San Petra de Atacama. Ich zeige euch mal noch kurz die Unterkunft, in der wir die Nacht verbracht haben. Hier ist der Hinterausgang. Da kommt man in diesen tollen Partyraum, in dem aber gestern leider keine Party stattgefunden hat. Und links sieht man eines der kleinen Zimmer, da waren glaube ich 2 Arbeiter drin untergebracht. Und dann geht es weiter vorbei an der Küche, jetzt zur rechten Hand. Am Esszimmer, wo es Frühstück und gestern Abend ein Abendessen gab. Ach, Lampen gibt's hier übrigens nicht. Der ganze Raum wird durch diese Luke beleuchtet. Ah, da hängt ja eine Lampe. Genau, hier ist das gemütliche Wohnzimmer und da vorne ist auch die Haupteingangstür. Und in diesem Zimmer haben Nico und ich geschlafen. Nico links, ich rechts, unten im Stockbett. Und das ist unser kleines privates Badezimmer. Stehdusche. Das ist ja immer zum Stehen, aber macht nichts. Und eine Sitztoilette. Schön es aussieht. Und jede Bergspitze hat noch ihr kleines Guten-Morgen-Wölkchen bei sich. Und schon nach ein paar Kilometern auf dem Asphalt haben wir diese Geisterstadt entdeckt und sind natürlich dort abgebogen, was ein ziemlich großes Glück war. Nicht nur, weil es schön war, diese Geisterstadt zu sehen, sondern weil wir danach eine herrliche Route gefahren sind. Das war bestimmt das Saloon. Hier hätte man ja auch super zelten können, wenn wir das mal gewusst hätten. Da hätte jeder Windschutz und auch noch ein kleines privates Kämmerchen für sich gehabt. Und dann am Morgen so ein Ausblick. Vielleicht beim nächsten Mal. Rechts rum, nicht links rum. Was willst du da? Ich war doch gar nicht angezickt. Schnuffelchen, es war Spaß. Ich wusste halt wie immer nicht, wo es lang geht, bin aber vorausgefahren und einfach dem großen, hellen, breiten Hauptweg gefolgt. Das war aber nicht richtig. Und da ich am Hang bei dem Sand und mit dem Gepäck nicht wenden wollte, bin ich runtergefahren, um da zu wenden. Und außerdem habe ich nicht geschnallt, dass Nico mich nur aufgezogen hat. Ach du, nix. Gar nicht, du fährst voll, aber ich sag's dir vielleicht nicht mal. Außerdem, ja, das konstruieren mich an. Außerdem hast du eine Handyhalterung auch, hast du auch. Nein, ich wollte es dir nur mal sagen. Wo fährst du denn jetzt hin? Falsche Richtung, hier rüber. Ich wende so, wie ich kann und nicht anders. Das ist doch ein Spaß. Mensch, du hast keinen Humor. Keinen Humor hast du. Selber bäh. Und kurz darauf haben wir diesen wunderschönen Zeltplatz entdeckt, wo man natürlich auch wunderbar die Nacht hätte verbringen können. Das ist ja cool. Ja, guck mal. Keine Ahnung, kann schon sein.
Nachdem wir uns dann soweit satt gesehen haben, sind wir weitergefahren. Und auf dieser ganzen Strecke um diese Lagunen herum haben wir nicht ein anderes Auto oder Fahrzeug gesehen. Nur Flamingos, Vikunjas und Lamas. Und da läuft auch schon eine Gruppe von Vikunjas, die denken, dass sie am Wasser zu unsicher sind, uns mitbekommen haben und unbedingt auf die andere Seite des Weges wollen. Ja, und so haben sie ein bisschen Morgensport gehabt. Und wie man hier sehen kann, kann man auch während der Regenzeit in den Anden einen wunderbaren Tag erwischen mit blauem Himmel, Sonnenschein und sehr angenehmen Temperaturen. Da diese Gegend einfach unfassbar schön ist und die Landschaft und die Bilder für sich sprechen, lassen wir jetzt einfach Musik laufen. Vorsicht, Sand! Vorsicht! Vorsicht, Sand! Da geht Sand. Genau, das wollte ich dir noch durchgeben. Also ich spring schnell runter. Warum hat sie das hier rausgehauen? Ist doch festgemacht. Und hier kommen wir wieder auf die Asphaltstraße, die wir vorher verlassen hatten. Und wir fahren auf der Wüstenstraße, die Ruta del Desierto. Ja, und das kennen wir ja schon aus Bolivien und auch aus Argentinien. In der Hochebene, wo eigentlich nichts zu sein scheint, sieht man immer wieder Siedlungen und wie hier auch manchmal Bahngleise. Ja, und so langsam kommen wir in die Atacama-Wüste. Hier geht's ja noch, hier ist es nicht ganz so langweilig, später wird es unglaublich flach, steinig und langweilig. Langweilig, weil es einfach eine riesige, ebene Fläche ist mit vielen Steinen und alles grau in grau. Und manchmal gab es da aber Gräben und dann ging die Straße ganz spektakulär in Serpentin hoch und wieder runter oder erst runter und dann wieder hoch. Und da haben wir auch diese Leitungen gesehen. Wir dachten erst, das sei vielleicht Gas, haben aber später in Calama nachgefragt und da hieß es, nein, da wird Wasser transportiert. Ich bin kein Spezialist und ich habe das auch nicht studiert, aber ich würde mal meinen, hier machen Windräder richtig Sinn. Und da bauen sie auch ganz viele. Hier stören sie niemanden und es gibt richtig viel Wind.
Und dann haben wir parallel zur Straße etwas entdeckt, was wir uns genauer anschauen wollten. Und was wir dann gesehen haben, damit haben wir nun wirklich nicht gerechnet. Ich auch nicht. Und jetzt schaut euch mal dieses grüne Tal an. Drumherum alles grau, da sind wir stundenlang durchgefahren und dann sowas. Ja, und wie man sehen kann, ging es mir an dem Tag leider nicht ganz so gut. Ich hatte eine Erkältung und da wir 1000 Höhenmeter runtergefahren waren, hat sich leider der Druck auf meinen Nebenhöhlen und auf meinen Ohren so verstärkt, dass ich fast gar nichts mehr gehört habe und ordentlich Kopfschmerzen hatte. Aber Fred hatte die super Idee, die Drohne steigen zu lassen, also habe ich sie ausgepackt und losgeschickt. Weiter geht's auf der Ruta del Desierto Richtung Calama. Gerade sind wir in Pucará de Chiu. Gesundheit. Da wir mittlerweile ziemlich Hunger hatten, kam uns das Restaurant La Troja, der Trojaner, ziemlich gelegen. Allerdings schwante mir zu diesem Zeitpunkt schon, dass es etwas zu teuer sein könnte. Und so war es dann auch. Also sind wir weitergefahren nach Calama, haben dort Ausschau gehalten nach irgendwelchen LKWs, die rumstehen und die Fahrer essen. Und genau da haben wir dann auch gegessen in einer kleinen Butze mit sehr leckerem Essen. Und da die Fotobeauftragte, also ich, bekanntlich malat war, gibt's davon leider keine Bilder. Hier fahren wir schon wieder aus Calama raus, weiter Richtung San Pedro de Atacama. Und wie man sehen kann, sind da noch viel mehr Windräder. Und auf der anderen Seite waren auch Solarfelder. Ehrlich gesagt hatten wir gehofft, dass es dann zumindest in oder um San Pedro de Atacama dann anders aussieht. Denn so wäre es dann doch ein bisschen seltsam, dass so viele Leute dorthin fahren. Und jetzt schaut euch das an. Herrlich. Ganz in der Nähe von San Pedro de Atacama, der ehemaligen Hippie-Stadt. Die Cordillera de la Sal, die Salzbergelchen. Und der grüne Flecken ist also San Pedro. Da regnet es übrigens in manchen Jahren gar nicht, manchmal auch jahrzehntelang nicht. Und im Durchschnitt regnet es nur wenige Millimeter im Jahr. Also das ist richtig trocken dort.
Und nach einigem Herumsuchen in San Pedro de Atacama sind wir auf diesem hübschen kleinen Campingplatz gelandet. Wir haben dann natürlich noch einen kleinen Spaziergang durch die Stadt gemacht und es sah wirklich richtig hübsch aus. Und wir haben eingekauft, wir haben ein Eis gegessen, wir haben Empanadas gegessen, wir haben Geld gewechselt, die Kirche besucht, die sogar eine Orgel hatte und sind dann ganz gemütlich wieder zurück zum Campingplatz geschlendert. Was machst du da? Ach ja, also, wir haben schmutziges Benzin aus Bolivien. Und wir wollen nicht alles wegschmeißen, sollen wir auch nicht, sondern wir wollen es ja wieder in die Motorräder reinpacken. Ist aber eine schlechte Idee, wenn es so verschmutzt ist, weil dann verschmutzt man den Motor. Also basteln wir jetzt hier einen Filter mit einem, beziehungsweise, ja, einen Filterstutzen. Das heißt, hier ist ein Kaffeefilter, den haben wir gestern gekauft. Der wird hier reingestellt, dann wird hier das Benzin durchgelassen, gefiltert sozusagen, dann sollte es sauber rauskommen und damit können wir dann weiterfahren ohne Probleme. Hoffentlich. Ricola! Und mit frisch gefiltertem Benzin ging es dann los in die Pampa. Wir hatten vorher bei der Touristeninformation gefragt, was man machen kann, was nicht so viel kostet. Und da da nur sehr wenig im Angebot war, sind wir einfach mal drauf losgefahren. Und das war das Resultat. Viel Spaß, Staub und Gaudi. Mal wieder endlich ohne Gepäck durchs Gelände düsen. Was für eine Freude! Babyspur runter. Und dann haben wir wieder einen Touristen-Pferdetrack gefunden. Den mussten wir natürlich langfahren. Ich voraus, Fred hinterher, Nico macht das Schlusslicht. Und jetzt macht Fred das Schlusslicht. Ich bleibe natürlich vorne. Ich nehme mal an, dass Fred sich nicht so ganz sicher war, was wir da treiben. Gefragt habe ich ihn allerdings nicht. Und von daher hat es Sinn gemacht, dass er hinterherfährt, denn wenn zwei durchkommen ohne größere Blessuren, dann kann es ja nicht so verkehrt sein. Dann kann man auch hinterherfahren. Und wo ist Fred? Ja, er kommt. Gut. Fahren wir weiter, oder? Ist witzig.
Da es mir schon wieder besser ging, habe ich natürlich wieder für Fotos gesorgt. Ich hatte das Visier oben, ich habe den ganzen Schlag von mir abbekommen, aber scheiße. Da geht's ganz gut und da wird's total beschissen. Ja, als einfach weg. Stimmt. Und ab da habe ich ganz mutig mal alleine die Lage ausgekundschaftet. Ah ne, da geht's nicht weiter. Nee, geht's nicht vorbei. Okay, Kommen wir nicht durch. gut, drehen wir. Also mussten wir jetzt alle in dieser engen Schlucht unsere Motorräder rumdrehen. Fred? Und hier der Trick, das Motorrad über den Seitenständer zu drehen. Fährst du nicht hier rüber? Ja. Gut. Ja, das stimmt. Super. Dann verfolge ich dich jetzt einfach. Ja, ja. Das ist schwer. Und mit dem Motor ist das natürlich ein bisschen einfacher, aber es gibt so eine Gaudi hier an dieser Strecke. Okay, Fred probiert es auch. Ah, der kam gut durch. Ah, der fährt ganz gemütlich im Flussbett, ja. Wir hatten dermaßen Spaß, dort einfach kreuz und quer in der Gegend rumzufahren und es kam uns vor wie eine riesige große Spielwiese oder Sandkasten. Wobei die von der Touristeninformation uns das gar nicht vorgeschlagen haben. Das hätten die mal machen sollen. Das ist doch mega geil. Vorsicht mit deinen Wünschen, sonst würden sie dafür auch noch Eintritt verlangen. Es ist nämlich so, dass fast alles in und um San Pedro Eintritt kostet und man muss vorher schon online ein Ticket reservieren und dann zur angegebenen Zeit dahin gehen. Naja, nicht so ganz unser Ding.
Aber hier rumzuflitzen, das ist voll unser Ding. Und da kam auch die einzige Touristengruppe, die wir an dem Tag dort gesehen haben, eine Gruppe mit Reitern. Und der einzige, der uns gegrüßt hat, war der Guide. Die anderen wurden zerfressen von Neid. Das tat aber uns gar nicht leid. Wir wussten Bescheid. Ach, halt die Klappe. Sag mal, wo ist Fred? Keine Ahnung. Ich geh mal gucken. Nico, du machst ja alles staubig. Ich habe doch nur mal eine Försterwende probiert. Und als ich schon dachte, es würde nicht mehr besser werden, habe ich noch einen kleinen Weg auf dem Kamm entdeckt. Doch leider hat Nico mich nicht aufgenommen, wie ich da mannhaft hochgefahren bin. Oh nein! Muss ich nochmal hochfahren? Oh. Fred konnten wir leider nicht überzeugen, mit hier hochzufahren. Der hat sich das Ganze von unten angeguckt. Ah, du bist schon da. Willst du vorfahren? Oder soll ich vorfahren? Was? Okay. Dieser kleine Weg war natürlich unfassbar spaßig, aber so arg spektakulär im Sinne von gefährlich war das nicht, wie man vielleicht denken könnte, denn eigentlich bestand überhaupt gar keine Absturzgefahr. Wenn ich die filme, soll ich ein bisschen warten. Nicht gut. Ach, Viecherei. Ja, es geht schon weiter hier. Aber hier ist echt ein Kampf für mich gewesen. Gleich die Füße unten lassen, ja, und durchpaddern. Ist halt wahnsinnig weich. Machst du super. Viel besser als ich. Toll. Gut. Super. Gut. Sollen wir hier runter oder sollen wir da runter? Und dann darüber, oder? Und über die Wüste hier. Ja, und obwohl ich so einen schönen Schwung hatte und darunter gedüst bin, bin ich auf der anderen Seite im Sand stecken geblieben. Da haben einfach die PS gefehlt. Wir haben uns dann noch einen Weg vor zur Asphaltstraße gesucht, wo wir dann auch Fred wieder getroffen haben und sind dann gemeinsam zurück nach San Pedro gefahren. Was ist mir jetzt hier reingeflogen? Ich glaube, ein Heugumper. Nein, das war eine Libelle, wie wir später auf dem Video gesehen haben.
Und am nächsten Tag stand dann ein Ausflug nach El Tatio an, das Geysirfeld auf ganz hohen Höhen, nämlich auf über 4200 Metern. Und ich hatte die Hoffnung, dass wenn wir wieder in die Höhe fahren, meine Nebenhöhlen und meine Ohren wieder frei werden und ich endlich wieder einen klaren Kopf bekomme. Und so war es dann auch. Und im reichhaltigen Tourismusangebot kann man sich mit dem Auto nach oben fahren lassen und kann dann mit dem Fahrrad runterdüsen. Auf dem Weg zu den Geysiren kommt man auch an dieser wunderschönen Lagune vorbei, wo man richtig viele Vikunjas und auch Vögel beobachten kann. Und natürlich kann man auch diese traumhaft schöne Landschaft genießen. Das kostet auch nix. Ja, und hier sind wir schon kurz vor dem Geysirfeld El Tatio. Es war natürlich höchst verdächtig, dass da gar keine Autos mehr da waren. Deswegen habe ich mal den Pförtner gefragt, was hier so abgeht. Und er sagte, naja, ihr könnt jetzt schon noch rein, aber am besten sieht man die Rauchschwaden beim Morgengrauen. Dann haben wir uns dagegen entschieden und uns einfach so die Landschaft noch angeguckt. Du Pfeife! Das war der erste Gang, Vollgas und ich bin im Sand stecken geblieben. Und dann musste sie sich auch noch meine blöden Kommentare anhören. Tschüss. Im Touristenbüro hatte man uns vor diesem Weg gewarnt, der sei so schwierig zu fahren. Aber im Vergleich zu dem Pferdeweg vom Vortag war das natürlich ein Klacks. Und da links, wo die fetten Wolken hängen, da ist der Nationalpark von Bolivien. Also wir in Chile und da, wo die Regenwolken sind, Bolivien. Ja. Da fließt das Wasser, auch schön. Auch wenn ich da wohnen würde, dann kann man das hier schon mal so einen Nachmittag hier in die Büsche pflanzen. Ich habe Wasser gesehen. Ja, musst halt aufmerksam sein. Da ist die Petra. Hallo. Da sind die Mopeds. Und hier sieht man wunderbar, wie das Wasser hier durchfließt. Und Petra will jetzt ihre Füße ins Wasser halten. Recht hat sie. Und das war eine ganz hervorragende Idee, denn das Wasser war warm. Ja, na klar, da oben sind Geysire, das sind Vulkane. Dieses Wasser ist natürlich warm. Und da ist der eiserne Fred, der Ritter ohne Fehl und Tadel. Ja, und weiter unten kann man ganz offiziell in diesem Bächlein baden. Da ist ein Thermalbad und da muss man $35 Eintritt zahlen. Und hier darf man ganz umsonst rein.
Ich bin übrigens Schwäbin. Und hier fahren wir durch die Gassen von San Pedro de Atacama zu unserem Zeltplatz. Und da stehen unsere Zelte. Insgesamt waren wir 3 Nächte dort auf diesem Zeltplatz und in der nächsten Folge fahren wir dann über den Paso Jama nach Argentinien, eine der schönsten Asphaltstrecken in dieser Gegend. Und damit verabschieden wir uns für heute. Tschüss!